Leutze ist seit jeher ein innovatives Technologieunternehmen und hat bis heute schon so einige technologische Meilensteine in der Automatisierung gesetzt sowie neue Maßstäbe am Markt geschaffen. Neue Technologien, KI sowie Digitalisierung der Industrie verändern die Wertschöpfungsprozesse und eröffnen Chancen für neue Geschäftsmodelle und Perspektiven. Als technischer Geschäftsführer und CTO der Leutze-Gruppe trägt er maßgeblich dazu bei, dass der technologische Fortschritt bei Leutze weiter vorangetrieben wird. Herzlich willkommen, Dr. Henning Grönzin. Herzlich willkommen, Dr. Henning Grönzin. Sie sind technischer Geschäftsführer oder auch CTO, Chief Technology Officer bei Leutze. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir beschäftigen uns jetzt mit den technischen Inhalten und Perspektiven. Was zeichnet Leutze technologisch aus? Ja, Leutze zeichnet grundsätzlich einmal seine Neugier aus, die Neugier seiner Mitarbeiter, die Neugier der Mitarbeiter in der Entwicklung, das Interesse am technologischen Wandel und natürlich auch immer die Kundennähe. Leutze hat sich ist über die Zeit nie stehen geblieben, hatte immer den technologischen Wandel im Blick und hat sich dem angepasst und hat die entstehenden Technologien auch immer für seine Kunden genutzt. Können Sie da Beispiele aus der Historie skizzieren vielleicht? Ja, gerne. Also wenn wir ein wenig wirklich in die Anfänge zurückgehen. Leutze Elektronik ist gegründet 1963 und war immer ein Spezialist für optische Sensorik. Und die einzigen Lichtquellen, die es damals gab, waren Glühlampen. Es gab noch keine LEDs, ne? Wann sind genau. die erfunden worden, die LEDs? Die LEDs sind Anfang der 70er Jahre erfunden worden. Verfügbar waren sie dann Anfang bis Mitte der 70er Jahre. Und in der Tat hat Leutze dann auch sehr früh diese LEDs dann in seinen Sensoren zum Einsatz gebracht. Und dann auch die Vorteile der Lichtquelle, später dann auch Laser, die dann verfügbar waren, für seine Kunden nutzbar gemacht und deren Vorteile dann auch dem Kunden näher gebracht. Und Sie haben ja schon sehr früh auch mit der quasi klassischen Glühbirne in, winzigsten Teilen gearbeitet. Sicher, aber wenn man sich das natürlich anguckt, die Sensoren sind über die Zeit deutlich kleiner geworden. Auch das ist natürlich ein Merkmal des Fortschritts. Mit den LEDs konnte man mehr Licht ausbringen, man konnte kleiner werden. Und mit den Lasern konnte man natürlich auch sehr viel genauere Lichtpunkte erzeugen, was dann natürlich auch eine sehr viel höhere und genauere Detektionsfähigkeit ermöglicht. War das denn immer der Ansatz von Leutze, neueste Technologien in die Produkte zu integrieren? Ja, Leutze hat sich immer umgeguckt, welche Technologien verfügbar sind, auch in anderen Branchen. Aber Leutze hat auch sehr früh in eigene Technologie investiert und hat sich dort weiterentwickelt. Leutze hat den Kern seiner Technologie, nämlich die Detektionsalgorithmik, nämlich das Licht, das vom Sensor ausgesendet wird und dann zurückkommt, vom Umgebungslicht zu trennen, vom störenden Umgebungslicht zu trennen. Diese Algorithmik, diese Logik hat Leutze sehr früh in hochintegrierte Schaltungen realisiert, sogenannten ASICs, hat dann auch schon Beginn der 80er Jahre, so um das Jahr 1981, die ersten ASICs selber entwickelt. Und auch heute zeichnet sich Leutze noch dadurch aus, dass seine Sensoren extrem störenempfindlich sind und fremdlichtfest. Gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel, wo die ASICs eingesetzt werden? Ja, die ASICs werden tatsächlich durchgängig in all unseren kleineren, vermeintlich einfacheren, binär schaltenden Sensoren eingesetzt. Das zieht sich komplett durch unsere Produktpalette hindurch. Und wie gesagt, schon seit Jahrzehnten. Kann man sagen, dass Leutze technisch getrieben ist? Würde ich so nicht stehen lassen. Für Leutze stand immer die Kundennähe und die Applikationsnähe im Vordergrund. Technologie ist lediglich ein Werkzeug, das man nutzt, um bestimmte Applikationsprobleme anzugehen und zu lösen. Aber Sie haben ja etliche Patente
Leutze hält inzwischen 700 Patente, allein 500 davon aus den letzten 20 Jahren. Wow. Nun, wir bewegen uns tatsächlich mit unseren Patenten auf Augenhöhe mit Wettbewerbern, die teilweise auch deutlich größer sind. Und das stand für Leutze immer ganz klar im Vordergrund, hier für den Kunden das Bestmögliche mit der Technologie zu realisieren. Eine der Erfindungen ist ja auch der Laserscanner. Das wissen die wenigsten. Leutze ist der Erfinder des Laserscanners. Was verbirgt sich dahinter, hinter dem Laserscanner? Ja, der Laserscanner ist im Grunde ein Gerät, wo ein Laser wie beim Leuchtturm umlaufend rotiert, Licht aussendet und man dann das zurückkommende Licht detektiert und daraus dann den Abstand zum Objekt ermittelt. Wenn Sie da noch Anwendungsbeispiele nennen könnten? Ganz früh in der Entwicklung des Laserscanners stand das sogenannte fahrerlose Transportsystem, das FTS, als Applikationsmöglichkeit im Mittelpunkt. Es gibt natürlich viele andere Applikationen, aber das FTS, das dieser Tage oder heutzutage ja in aller Munde ist. Das heißt? Das sind autonome Fahrzeuge, wirklich autonome Fahrzeuge, die dann insbesondere für den Warentransport eingesetzt werden in Warenhäusern und dort ohne jedes menschliche Zutun dann die Ware von A nach B bringen. Können Sie noch Näheres zu dem Sensorium erklären? Ja, gerne. Also letztendlich ist der Scanner nachher im Grunde das Auge des fahrerlosen Transportsystems. Jedes fahrerlose Transportsystem braucht im Grunde zwei Arten von Sensoren. Einmal, um sich zu orientieren im Raum. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten der Steuerung eines fahrerlosen Transportsystems. Die aufwendige und aber auch die die meisten Möglichkeiten bietet, ist die sogenannte natürliche Navigation. Und dort orientiert sich das fahrerlose Transportsystem an Merkmalen in seiner Umgebung. Und diese Merkmale erfasst es über den Laserscanner. Was für Merkmale sind das dann zum Beispiel? Ecken, Kanten, Reflektoren, ganz genau. Da wird dann auch eine Karte der Umgebung erstellt und diese Ecken, Kanten, Reflektoren werden dann über den Scanner, über den Laserscanner erfasst. Das allein reicht aber nicht aus. Zusätzlich, um das autonome Fahren zu ermöglichen, muss es auch ein Sensorium gehen, das sicherstellt, dass eine Person, die den Fahrweg kreuzt, nicht verletzt wird. Ja, eben, genau. Das ist ja nicht ungefährlich auch. Ja, da ist ja Mordsverantwortung dahinter. Richtig, dazu braucht es ein Sicherheitssystem, das im Sinne der Arbeitssicherheit sicher ist. Und das ist dann der sichere Laserscanner, den Leutze nun auch schon seit vielen Jahren im Programm hat. Der allererste Scanner von Leutze, das war so um den Beginn der 90er. Ach, so lang ist das her? Ja, das ist schon richtig lange her. Also Leutze hat sehr früh die Bedeutung des fahrerlosen Transportsystems erkannt, lange bevor es in aller Munde war und Mainstream war. Und eine der ersten Applikationsinstallationen war am Flughafen Amsterdam, Schiphol. Und da waren die Geräte noch nicht so ausgereift. Da ist man dann am Ende dahergegangen und hat die Wände schwarz-matt angestrichen, weil man mit den Reflexionen nicht zurechtkam. Das ist heutzutage undenkbar. Da haben sich die Scanner lange weiterentwickelt, sind über die Zeit immer leistungsfähiger geworden, kleiner, leichter und natürlich auch günstiger. Sie haben heute die 6. Generation, glaube ich, der Laserscanner? Ja, wir sind inzwischen in der 6. Generation der Laserscanner. Es hat sich also schon wahnsinnig viel bewegt. Was ist da vielleicht das Neue jetzt an dieser neuen Generation? Also maßgeblich ist es die Reichweite, die Größe, ist die Leistungsfähigkeit, also die Funktionen. Früher gab es einfach nur ein Anschalten und Abschalten. Heutzutage kann man das über verschiedene Felder regeln, also in Stufen abschalten. Kommt dann erst das Warnfeld, dann fährt das FTS vielleicht ein bisschen langsamer. Irgendwann wird dann der harte Stillstand eingeleitet. Da gibt es vieles,
in dem sich diese Sensoren weiterentwickelt haben. Wir wollen noch über ein paar technische Begriffe sprechen, die gerade so ein bisschen en vogue sind. Industrie 4.0 ist so ein Schlagwort. Wie sehen Sie da die Entwicklung von Leutze, was Industrie 4.0 anbelangt? Bevor wir über Industrie 4.0 reden, müssen wir ja zunächst mal den Kontext dafür schaffen, denn Industrie 4.0 bedeutet ja, dass es auch Industrie 1.0, 2.0 und 3.0 gegeben haben muss. Wenn man sich die Geschichte von Leutze anguckt, dann hat Leutze, die Firma Leutze, an allen 4 Industrieversionen teilgenommen. Vielleicht ganz kurz mal rekapituliert. 1.0 ist die klassische industrielle Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts. Industrie 2.0 ist die Elektrifizierung der Industrie, mal ganz vereinfacht gesagt. Industrie 3.0 dann die gesteuerte Automation. Und ja, Leutze Textil ist im Grunde gegründet worden mitten in der ersten industriellen Revolution, und als Leutze Elektronik, die Sensorsparte, gegründet wurde, da war die Industrie 2.0 noch nicht vorbei. Das Jahr 1963 war das Jahr, und die gesteuerte Automation war erst mit sogenannten speicherprogrammierbaren Steuerungen möglich. Und die sind erst 1973 in Deutschland verfügbar geworden. Als eine der führenden Firmen natürlich Siemens mit seiner ersten SPS. Und somit gab es die noch gar nicht zu der Zeit der Glühlampen. Was ist eigentlich die Industrie 4.0? Ja, die Industrie 4.0 ist dann die Vernetzung von Automatisierungsdaten über alle Grenzen hinweg. Und dabei sind sowohl die Grenzen, Systemgrenzen, Netzwerkgrenzen oder auch eben Firmengrenzen gemeint, und natürlich auch die Nutzbarmachung der Daten, die dann zur Verfügung stehen. Welche Daten sind für Sie sinnvoll, oder wie können Sie sie nutzbar machen? Man denkt sich dabei, dass die Daten, die dann zur Verfügung stellen, die Tür öffnen für die Lösung von applikativen Problemen und neue Lösungen ermöglichen. Aber bevor man da hinkommt, war Leutze immer der Meinung, ist es zunächst einmal wichtig, überhaupt erstmal die Daten zur Verfügung zu stellen. Und Leutze war 2016 der erste Sensoranbieter weltweit, der überhaupt einen Sensor im Programm hatte, der direkt mit einer Cloud kommunizieren konnte, ohne ein Gateway. In diesem Fall mit der Azure Cloud von Microsoft. Und der Sensor hat dann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich alle Grenzen gesprengt. Was können Sie mit der Cloud alles machen? Ja, mit der Cloud an sich kann man eigentlich nicht unmittelbar etwas machen. Die Cloud ist natürlich wahnsinnig wichtig als Datensammler. Irgendwo müssen die Daten hin, sie müssen auch erstmal dorthin geführt werden. Und wir haben damals schon gesagt, dass zunächst einmal die Straßen für diese Daten, das Straßennetz für diese Daten gebaut werden können. Und so haben wir uns auch daran beteiligt. Für uns war das Straßennetz OPC-UA. Das müssen Sie mir erklären, OPC-UA. OPC-UA ist ein Kommunikationsstandard, ein Standard, der bisher in der Automatisierung nicht genutzt wurde, und nun die Möglichkeit der Verbindung eines Sensors, eingebettet in seine Automatisierungsumgebung, mit einer Cloud zu kommunizieren. Es war immer möglich, Daten durch eine Steuerung zu routen und dort irgendwo hinzuführen. Das ist aber wahnsinnig aufwendig. Und deswegen haben wir 2016 von einem zweiten Kanal gesprochen, der neben der Steuerung existiert, die Steuerung nicht ersetzt, aber neben der Steuerung existiert. Und der es ermöglicht, dass ein Sensor auf der sogenannten Feldebene, also eingebettet in seine Automatisierungsumgebung, mit einer Cloud kommunizieren kann. Und dann liegen zunächst einmal die Daten in der Cloud, und dann kann man sich überlegen, was man dann mit den Daten macht, die dann erstmalig wirklich verfügbar sind. Gibt es da schon Beispiele, was man mit den Daten machen kann? Ja, wir haben da schon Vorstellungen, wie wir diese Straßen begehen wollen. Ja. Ein Beispiel dafür ist, dass wir einen Barcode-Leser nehmen, und der Inhalt eines Barcodes ist zunächst mal sehr, sehr beschränkt. Beim 1D-Barcode reden wir von einer einfachen Nummer. Wir glauben, dass es
viele Applikationen gibt, in denen es Sinn macht, diese Nummer mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Was für Informationen könnten das sein? In der Cloud kann man ja alles dazu hinterlegen, ja? Ganz genau. Also das sind zum Beispiel Daten, wie sah der vorhergehende Prozessschritt aus, wie sieht der folgende Prozessschritt aus, wer soll das gut empfangen, welche physikalischen Umgebungsparameter haben zum Zeitpunkt des Passierens einer Station vorgeherrscht, zum Beispiel eine Temperatur, wenn es darum geht, Lebensmittel zu überwachen. Stimmt, natürlich, genau. Ja. So geht es dann, spricht man von einer Traceability und das funktioniert so, dass im Grunde ein Barcode-Leser sich diese Nummer holt und dann in der Cloud nachguckt, welche zusätzlichen Daten habe ich zu der Nummer, die auch Daten hinzuschreiben kann und dann diese gesammelten Daten oder diese versammelten Daten dann wieder zurückgibt, zusätzlich zu der Identitätsnummer, also Daten anreichert. Ist das ein Paradigmenwechsel für Leute? Nein, generell ist Industrie 4.0 für Leute oder haben wir bei Leute Industrie 4.0 nie als Paradigmenwechsel begriffen, sondern lediglich als eine Fortsetzung dessen, was Leute schon lange gesehen hat. Leute hat die Sensorik immer als die primäre Datenquelle in der Automatisierung gesehen. Und Datenquellen müssen erstmal ihre Daten irgendwo hinliefern, wo sie dann weiter verarbeitet werden können. Das heißt, der Sensor für sich, der im Grunde die Augen, Ohren, Fühler der Maschine sind, kann seinen Mehrwert nur dann wirklich entfalten, wenn er seine Daten, also die physikalischen Parameter, die er erfasst, dann effizient, schnell und einfach dorthin liefert, wo sie verarbeitet werden können. In der Vergangenheit hat deswegen Leute schon immer alle gängigen Buschenstellen unterstützt, gerade in Anbindung an diverse Steuerungen und auch alle dazugehörigen Protokolle. Und jetzt in Industrie 4.0 kommt eben der zweite Kanal hinzu, wo die Daten dann noch zusätzlich an die Cloud geliefert werden. So gesehen ist es überhaupt gar kein Paradigmenwechsel, sondern im Grunde eine konsequente Weiterdenken der Möglichkeiten, die nun existieren. Das Hirn in der Technik ist ja künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt diese dabei? Ja, also das würde ich vielleicht ein wenig relativieren. Also gerade im Automatisierungsumfeld ist das Gehirn zunächst mal die Steuerung. Und die Steuerung ist nicht notwendigerweise schon eine künstliche Intelligenz. Und in der Tat haben wir uns dazu auch schon Gedanken gemacht und haben schon eine Idee, wie wir vielleicht mit der künstlichen Intelligenz oder dem Einsatz von künstlicher Intelligenz weitere Applikationen lösen könnten und die künstliche Intelligenz dann dem Kunden auch nutzbar machen können. Können Sie das schon verraten oder andeuten, in welche Richtung das geht? Ja, doch sicher. Gerne. Zunächst mal, künstliche Intelligenz ist ja im Grunde auch nur eine mathematische Methodik, mit Situationen umzugehen, in denen es sehr viele oder in dem eine Situation von sehr vielen Parametern bestimmt wird. So gesehen ist es ein reines Optimierungsproblem, das gelöst wird von der künstlichen Intelligenz. Und wenn man sich so einen Barcode-Leser in einem Lager anguckt, dann unterliegt der ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen, die auch zu Problemen führen können. Es kann schlecht gedruckte Barcodes geben, die einfach schlecht lesbar sind, oder der Barcode-Leser kann dejustiert sein, oder er wird von einer starken Lichtquelle, wie wir sie hier nun gerade haben, geblendet. Jedes dieser Probleme für sich ist in der Regel lösbar. Die Herausforderung ist zu wissen, welches Problem denn nun gerade die Applikation beeinträchtigt. Und dort kann die künstliche Intelligenz im Zusammenspiel mit einer Cloud helfen, indem es alle Daten aller vernetzten Sensoren gemeinsam auswertet. Wenn man einfach dieses Beispiel weiterdenkt, wenn ein Barcode an einem Leser nicht gelesen wird,
an allen anderen Barcode-Lesern im Verbund aber dann doch, dann kann es ja kaum am Barcode selber liegen. Und das ist ein Beispiel, dafür braucht man vielleicht keine künstliche Intelligenz, aber es erklärt so ein bisschen, welche Fragestellung dann eine künstliche Intelligenz beantworten kann. Es ist ja ein dynamischer Prozess, die künstliche Intelligenz sammelt ständig neue Daten, wird eingelernt und gewinnt daraus über diesen mathematischen Optimierungsprozess neue Erkenntnisse und sagt dann irgendwann nach einer Zeit, ich habe bemerkt, dieser Barcode wird an dem Leser immer irgendwie nicht gelesen. Und jetzt erkenne ich aus all den Informationen, die ich über die Zeit gesammelt habe, das muss dann daran liegen, dass zum Beispiel der Barcode-Leser immer geblendet wird zu einer bestimmten Zeit. Ist denn ein Sensor gleich ein Sensor oder gibt es da Unterschiede? Es gibt komplexere oder aufwendigere Sensoren und vermeintlich einfachere. Auch die einfachen Sensoren sind nicht so einfach. Auch dort steckt eine ganze Menge Algorithmik und technologisches Know-how drin. Aber man kann zum Beispiel sagen, die Sensoren sind etwas größer oder erfassen komplexere physikalische Parameter. Andere erfassen nur ein Da- und Nicht-Dasein eines Objektes. Sie unterscheiden sich aber nicht in dem Sinne, dass sie alle im Grunde Fühler sind und Datenquellen und die Daten irgendwo hinliefern müssen, damit sie ausgewertet werden können. Und so haben wir an all unseren Sensoren auch entsprechende Schnittstellen, die diese Daten effizient und einfach weiterleiten können und auch teilweise sehr, sehr schnell. Bei den komplexeren Sensoren sind das häufig Ethernet-basierte Busschnittstellen mit den dazugehörigen Protokollen. Und bei den einfacheren, den vermeintlich einfacheren Sensoren verwenden wir in der Regel IO-Link. IO-Link hat sich da durchgesetzt. Auch das hat Leute sehr früh erkannt und sich auch im Gründungsgremium, IO-Link-Gremium, stark engagiert und das mitgestaltet. IO-Link müssen Sie auch noch erklären vielleicht? IO-Link ist auch ein Kommunikationsstandard, der einfach von dem Gesamtaufwand, den man für die Kommunikation betreiben muss, ein wenig einfacher ist, weniger Strom aufnimmt, sicherlich auch Daten nicht ganz so schnell liefern kann, aber auch in der Umsetzung und von der reinen Hardware günstiger ist und auch kleiner und damit dann auch für kleinere Sensoren und einfache Sensoren und auch kostengünstigere Sensoren der geeignete Standard ist. Und auch darüber, über einen entsprechenden Master, lässt sich mit der Steuerung und auch mit der Cloud kommunizieren. Was sind die technischen Herausforderungen oder die technischen Entwicklungen, in die Leute sich weiterentwickeln? Gibt es da schon Perspektiven? Gibt es da schon vielleicht Pläne? Ja gut, also ich denke, die Datenanreicherung aus der Cloud, künstliche Intelligenz, da ist man eigentlich fast am Anfang noch, ne? Da ist man absolut noch am Anfang. Da hat noch keine Marktdurchdringung stattgefunden und das wird sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Gleichzeitig haben wir aber auch nie unser Kern-Know-how vernachlässigt und haben auch unser Sensorportfolio kontinuierlich weiterentwickelt und auch die Lichtschranke, die einfache Lichtschranke, ordentlich optimiert auf die jeweilige Applikation. Und der wird noch lange, lange Zeit Bestand haben und benötigt werden. Großartig. Ich habe schon ausgerechnet, in ungefähr 8 Jahren haben Sie über 1000 Patente, wenn Sie so weitermachen. Bestimmt. Kann das hinkommen? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das großartige, informative Gespräch.